Wenn ich Motorsport sage, dann habt ihr mit Sicherheit das vor Augen. Oder vielleicht das. Oder aber auch das. Aber was wäre, wenn ich euch nun sagen würde, dass die Anfänge des Motorsports bereits viel früher ihren Lauf nahmen als allgemein angenommen und der Bugatti 35 vielleicht dazu beigetragen haben könnte? Der Bugatti Type 35 ist einer der erfolgreichsten Rennwagen der Automobilgeschichte. Das von Ettore Bugatti entworfene Auto war ein Schlüsselmodell für die Marke und ein Höhepunkt des Rennwagenbaus der 20er Jahre. Insgesamt gab es 5 Ausführungen des Typ 35. Einmal die Standardausführung, sprich ohne Buchstaben dahinter, dann gab es noch den Typ A, B, T und zu guter Letzt noch den Typ C. Die einzelnen Buchstaben wiesen auf eine Abweichung bzw. Abänderung hin. So war der Bugatti Typ 35 das Basismodell. Seinen ersten Einsatz hatte er beim Großen Preis von Lyon im Jahre 1924. Die Motorleistung lag bei 95 PS und die Kurbelwelle hatte 5 Kugellager. Der Typ 35A war dagegen kein Rennen, sondern ein Sportwagen. Mit nur 3 Kugellagern war die Kurbelwellenlagerung einfacher gestaltet. Das Verdichtungsverhältnis war niedriger als bei den anderen Ausführungen. Das Ergebnis waren 5 PS weniger als beim Basismodell, nämlich 90 PS. Beim Typ T handelt es sich um die Ausführung, welche bei der Targa Florio mehrere Jahre in Folge gewann. Um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, spendierte man dem Typ T einen um 100 mm vergrößerten Kolbenhub. Die so getunte Version leistete im Anschluss 105 PS. Kommen wir nun zu den Typen B und TC, wobei der Typ B eine Kombination aus dem größeren Motor des Typ T und einem Kompressor ist. Der TC ist ein Typ 35T mit zusätzlich eingebautem Kompressor. Der Motor leistet laut einer Quelle 140 PS, laut einer anderen 130 bis 150 PS. Der 1927 vorgestellte Bugatti Type 35C ist für viele der erfolgreichste Bugatti der Reihe.
Obwohl der Motor derselbe ist wie der des klassischen Typ 35, sprich ein 8-Zylinder-Reihenmotor, welcher auf dem Motor des Vorgängertyps 30 basiert, erhöht die Hinzufügung eines Roots-Kolbenkompressors seine Leistung auf 120 PS bei einer Motordrehzahl von 5500 Umdrehungen. Der Typ 35C gewann 1928 den Großen Preis von Frankreich in Saint-Gaudens und 1930 in Pau. Der Typ 35C ist umso seltener, da nur 50 Exemplare die Fabrik in Molsheim bei Straßburg verließen. Der Bugatti 35C hat eine Länge von ca. 3,70 Meter. Die Breite beträgt 1,50 Meter. Der Radstand wird mit 2,40 Metern angegeben. Zur Höhe gibt es leider keine Angaben. Gut möglich, dass der Bugatti 35 in seiner Zeit ein verdammt schnelles Gefährt war. Doch wie würde er sich heutzutage schlagen? Um das herauszufinden, haben wir eine brandneue Rubrik eingeführt, die Cold Lap. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie bei einer Hot Lap, in der es darum geht, dass ein Fahrzeug die schnellstmögliche Rundenzeit auf einer Strecke erfahren muss. Also nicht erfahren, sondern erfahren. Ihr wisst, was ich meine. Und dafür haben wir uns nicht irgendeine Strecke wie den Nürburgring oder Suzuka oder vielleicht Le Mans ausgesucht. Nein. Wir testen den Bugatti Type 35 auf der wohl bekanntesten Rennstrecke der Welt. Und ab geht er! Meine Güte, bei dem Qualm kommt er auf seinen Felgen ins Ziel. Aber das war trotzdem ein sehr rasanter Start für ein fast 100-jähriges Auto, welches unter anderem die Geburt von IBM miterlebt hat. Sehr rasant in die erste Kurve, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Weit nach außen abgekommen in der Chicago, gerade nochmal abgefangen. Jetzt mit Tempo auf die Hammerhead zugerast, gerade noch rechtzeitig abgebremst. Sehr effektiv mit quietschenden und qualmenden Reifen durchgekommen, das gibt Pluspunkte. Ja, so eine alte Kiste muss man schon ordentlich kontrollieren können, sonst kann etwas passieren, was man später bitter bereuen könnte. Rasant durch die Follow-Through. An den Reifen vorbei, dass es nur so wackelt. Jetzt rein in die vorletzte Kurve, sehr gut genommen mit einem kleinen Drift. Rein in die Gambin und über die Ziellinie. Und er hat es geschafft in 1,27,8. Das ist ein sehr, sehr guter Wert für so ein altes Auto. Noch ist der Bugatti auf Platz 1 in unserer Liste, doch wer weiß, was für andere Autos wir in Zukunft auf dem Track noch testen werden. Ohne den technischen Vorreiter Ettore Bugatti wären heutige Hochleistungsboliden wie der EB110, der Divo oder der Veyron undenkbar gewesen. Allein schon die Vision eines eigenkonstruierten Flugzeugs, welches dann aber letztendlich doch nicht vollendet wurde, zeigt, wie viel Potenzial schon damals in Bugatti schlummerte.